God morgen und Ola. Dankeschön für Treikum. Ich kann nicht glauben, dass wir nu al zijn bij Galata kapitel 5. En so ich freue mich sehr, dass wir das Brief taub studieren können. Und in den nächsten 2 Videos werden wir Versen 1 bis 6 durchgehen. Und die ist gruwelig viel Bahn und wir wollen noch voneinander reden. Da werden wir ein bisschen sachter durchgehen. Aber ich freue mich sehr, dass das hat so viel zu uns zu sein, von in der Freiheit leben, wo Jesus uns hat frei gemacht. Und so, Paulus fängt an mit sein, dass die galatischen Menschen sollen Heimluten ihre Freiheit nehmen, was sie haben in Christus. Und so von Versen 1 bis 6, dass er davon reden, wo sie frei sind, und dass sie nu sollen vorstehen in der Freiheit. Und dann Versen 7 bis 12, die wo wir dann Leute durchgehen, aber die wollen von reden von, wo wir dort kann sein, wo die falschen Lehrer sind. Und das sei ja nötig, dass wir dort lernen, wie uns die falschen Lehrer sind, meist immer da, wo wir uns von in der Freiheit rücknehmen, was wir haben in Christus. Und so, das sei ja nötig, dass wir lernen, wo wir ihn kann uteignen. Und so, Paulus hat gewöhnlich seine Briefe in 2 Porten geschrieben. Und das erste Port ist immer von, wo wir können recht denken, wegen Gott und wegen uns selbst in das Leben, was wir haben, was Gott will haben, was wir sollen leben. Gott will haben, dass wir sollen uns Leben bauen auf dem rechten Weg von Denken. Und dann hat er immer noch ein wunderbarer Weg, um uns wiesen, wo wir dort alle können leben. Und dort ist, wo wir wollen davon reden, Luther an in Galata Kapitel 5. Und so, wir wollen die nächsten 2 Videos, die ersten 12 Versen durchgehen. Und so, hier, wo wir die Lehre vor sich merken, in das Brief Galata ist, dort, wo wir sollen denken über Gott, über uns selbst, und wo wir sollen uns Leben bauen auf Gott. Und so, ich freue mich dazu, ich freue mich auch. Und so, wir anfangen mit Vers 1 lesen in Galata Kapitel 5. Das heißt, es steht, blieb in der Freiheit, wo der Christus uns verhalten hat. Und lot je nicht wahre ein Sklavenjagd ableihen. Christus soll uns frei machen, dass wir können frei sein. Und dann sagt er, nu blieb in der Freiheit. Und das hat so viel zu sein, dass wir keine Freiheit finden, und dann uns wahre Loten in der Freiheit rückdrehen und noch andere Dinge drehen, dass wir wahre in der Sklaverei ankommen. Und so, dann sagt er auch in Vers 1, wo Christus uns verhalten hat. Und so, das sei ja nötig, dass wir dort wollten, dass Christus hat uns rückgehalten in der Sklaverei. Und dort ist ein Arm, wo wir frei sind. Ich darf mich nicht selbst frei machen. Christus darf mich frei machen. Und das ist nicht durch unsere eine Anstrengung, aber wir uns klug sind. Aber Christus allein hat uns frei gemacht. Und wenn wir das wirklich verstehen, dann haben wir ein bisschen nur tragen, dass ich in mir selbst kann stehen, aber Christus hat alles getan für mich. Du werden erst so neidig, dass wir das wollen, dass Christus hat uns zu der Freiheit verhalten, wo wir können leben. Und wenn ich mich probiere, selbst frei zu machen, dann dauert mir bloß einmal Dollar in der Sklaverei angeben. Ich glaube wirklich, wenn wir das wollen, ganz klar verstehen können, dann wird das unser Leben ganz am ändern. Dann, wo wir können in der Freiheit leben, wo der Christus hat uns zu verhalten, und dann wird das unser Leben ganz am ändern. Und heute, da uns nicht frei machen, darauf, dass wir immer weiter können, in der Sklaverei gehen. Heute uns frei machen, dass wir frei bleiben. Und Paulus hat hier auch rüberbringen, dass wir als freie Menschen leben. Und das ist ein Ding, zum frei gemerkt worden, aber das ist ganz was anderes in der Freiheit leben. Wenn wir uns mal feststellen, dass wir haben eine große Verbrechen begonnen, und nun müssen wir Lebenszeit im Gefängnis sein. Und für Ursachen, die nicht zu verstehen sind, was ich nicht verstehen kann, hat der Präsident mich vergift, und er hat die volle Macht, zu mich frei machen. Und einer hat sich dort nicht verdient, und du hast es nicht getan, um dort vollbringen, aber der hat ein Jammer hat über die. Das ist, was Paulus hier will rückbringen, wenn er das Kapitel anfängt. Wer wir Menschen euer Jesus kommen? Und das sagt, dass wir in
Kapitel 3, Vers 22, da steht, dass wir Menschen werden von den Sinn beherrscht. Und dann in 23, da steht, dass Menschen werden dort Schutz von dort Gesetz. Und dann in 4, Vers 3, da steht, dass Menschen stünden in der Anfangslehre von dieser Welt versklavt. Und dann kann Jesus Christus, der alle Vollmacht hat, um uns vergeben und dort uns frei machen. Und von dieser bösen Welt, wo wir beim leben. Und Jesus gibt sein Leben für unseren Sinn. Kriegt uns Gott, der vorher dort geplant hat. Und dadurch haben wir von dieser bösen Welt worden rückgerat. Und er hat ein Jammer hat über uns. Und so in 3 Vers 13, da sagt Christus hat uns losgekauft von dem Flucht, das Gesetz über uns gebracht. Und wir haben auch davon geredet, über das Gesetz in sich selbst wie nicht erreicht. Gott hat das Gesetz gegeben. Aber das Gesetz wie gegeben, um Menschen wiesen, wo sinnvoll sie wären, um wiesen, wo sie sollen leben, was Jesus wird kommen, aber das wir niemals gegeben, dass sie sollen da Proben zu holen, um sich gerecht machen mit Gott. Und so, hier stehen wir sind Büter der Weg von das Gefängnis, wir sind freie Menschen. Und gehen wir nicht nur unser alle Lebens als Gefängner und Sklaven zu dieser Welt, aber nehmen wir die Verantwortlichkeit ab uns und leben so als freie Menschen. Und das ist ein Ding, wo ein Teil Menschen mit kämpfen tun. Das ist ein Struggle für meist alle Menschen, würde ich sagen. Besonders die von uns, die sind in sehr strenge Lehrungen abgewaschen, dass du mit die Selbstproben recht merken mit Gott. Und die proben das, ne Dollar kostet die Hupen, dass die vielleicht was geraten worden. Das ist nicht Freiheit, das ist Sklaverei. Und Jesus wird uns frei merken, wenn wir uns vertrauen und ab Ansaten für unsere Rettung. Aber das ist ab zu uns, als wir in der Freiheit wollen wandeln, wenn wir in der Freiheit leben wollen. Und was Menschen sein, wo die leben, wo wir für viele Jahre im Gefängnis gewesen. Und wenn sie waren rückgelassen, dann waren sie an, dass sie mussten lernen, wo sie mussten frei leben, bitte dort Gefängnis. Sie waren so lange im Gefängnis gewesen, dass wir alles, was sie wussten. Und so, sie sagen, dass wenn sie den nicht würden halten, lernen, zum entwiesen, wo sie sollen frei leben, dann bleiben sie so beim Denken und sich abstellen noch einmal aus Gefängnis. Und so, sie fangen die unterhalten, zum entwiesen, wo sie können frei leben. Wenn sie werden frei gesagt, sie werden im Gefängnis bieten, aber niemals danach gelehrt, wo sie mussten in der Freiheit leben. Und einmal braucht das eine besondere, große Anänderung, für wem dort die kann frei leben und auch frei sich abstellen, wenn wir erst dort in die Sklaverei sind zurückgekommen. Und gerade so ist dort in uns christlichen Leben. Und das ist gerade, was die galatischen Menschen deuten. Die werden nicht Sklaven zu das Gesetz, als sie Christen werden. Sie werden Sklaven zu der Anfangslehre von dieser Welt. Und nun leiten sie die falsche Lehre nachkommen. Und Leute in die Sklaverei lernen. Aber das muss wieder bloß in die Sklaverei von das Gesetz. Und das Geratste, was Paulus hier will rüberbringen, ist, dass sie in die Sklaverei lernen. Und das ist gerade, was wir tun, wenn wir dann Jesus annehmen aus uns Heiland und nehmen das Geschenk an von der Rettung, was er für uns verdient hat, und der Vergebung für die Sünden, was Jesus hat getan am Kreuz für uns, zum uns frei machen. Und dann will wir uns zum Trägen und wahre Sklaven werden, zu den Lehrungen, was wir haben, euer wie zum Glauben gekommen werden. Aber einmal lassen wir uns nie Gesetze ableiten, das ist die galatischen Menschen deuten. Und so, wir lassen uns Dinge ableiten von anderen Menschen, was sie glauben, und es steht, dass wir festbleiben in unserer Freiheit, was wir haben in Jesus Christus. Und ich weiß dort, wenn es wie gerade hier, wenn es hat Jesus seine Freiheit angenommen, und seine Vergebung für meine Sünden, und dort ich frei gemerkt wird von der Sklaverei von der Sünden, dann ging ich drei und Leute, die waren besklaven von allen Sorten Dinge, was Menschen zu mir sehen. Und die sehen, du machst noch das noch fallen und dort noch fallen, was du hast von klein an gelehrt.
Und das wird Gott die nicht annehmen. Und das wird die rückstellen. Ich habe sehr gestruggelt mit dort, ich will frei leben. Aber ich leute mir immer weiter Dinge ableiten, die nicht von Gott wären. Und das ist, ich wünsche immer, ich habe dann Galata studiert, ist das, das Brief ist so klar, wo wir kann Freiheit finden und wo wir kann in der Freiheit bleiben. Und so, ich leute mich in die Sklaverei bringen, von den Dingen, die ich gehört von euch. Und einmal dann lässt einer sich in die Sklaverei bringen, von den Dingen, die einer euch getan hat, und lässt sich bereden, dass die Sünden noch nicht vergeben sind. Und was immer eigentlich Leuten, was nicht passen, dass man Gott sehen wird, oder was nicht das stimmen, mit Gott sehen wird, die Dinge, die wir rücksteigen, die Dinge, die wir wegschmieden. Und uns ganzes Leben muss wir immer weiter Gott fragen, dass er soll unsere Worten nur sein, zum sein, als der Eris was ist, wo ich mich noch abverlot, ab meine eine Worten, ab andere Dinge, zum mir auch merken verarmen, und ich stehe, dass ich immer festbleibe in der Freiheit, was Christus für mich getan hat. Und so, wir wollen viel mehr noch lernen von der Freiheit. Paulus wird Luther an in Galata 5 noch viel mehr von reden, was das meint, in der Freiheit leben. Und so, und wenn wir sind nicht frei gemerkt, dort, dass wir weiter können trägen und die Dinge tun, was uns jankert. Wir sind nicht frei gemerkt, dass wir immer weiter können tun, was uns fleischliche Mensch verlangt und glauben, dass dort als das Reich für Gott. Und so, ich freue mich, dass Paulus da noch viel mehr was von reden, wenn es dort sehr nötig, dass wir das auch verstehen können. Und dann in Vers 2 sagt Paulus, dass ich Paulus sage, bei jemand beschneiden lassen, dann habt ihn Christus nicht. Ich sage noch einmal, in jedem, der sich beschneiden lässt, dass er den schuldig ist, das ganze Gesetz zu halten. In der englischen Bibel sagt, dass wenn jemand auf die Beschneidung verloren, dann jemand reich merken mit Gott, dann habt ihn Christus nicht. Das ist ein sehr strenger Wert. Und so, Proben geraten worden durch unsere eigenen Worte und durch die Gnade von Gott sind zwei ganz verschiedene Dinge. Und Paulus sagt hier nicht, dass die Beschneidung in sich selbst artig ist. Wir uns heute selbst beschneiden. Aber dass wir, dass die sich deuten abverloten ab der Beschneidung, die sich reich merken für Gott, das ist, was du sind wir. Und die jüdische Lehrer, die deuten ihren Seier sagen, dass Jesus wie Gott, aber die muss sie noch beschneiden lassen. Dann was die ganz geraten wollen. Und kriegst du das mit uns. Du sagst, die Lehrungen, die sagen, Jesus ist Gott, aber dann muss die noch dort und noch dort, wann die was geraten wollen. Und so schön es wie dort sagt Paulus, dann haupt den Christus nicht. Sehr strenge Wert sind das. Und so, wir machen da und denken, dass jeder denkt, was wir dabei tun. Was wir machen tun, wie sieht Jesus, was Jesus getan hat, dann sagt Paulus, dann haupt uns Christus nicht. Und für some von uns, wir denken vielleicht nie gerade an Dinge, was wir in uns Leben haben, wo wir uns so fühlen. Die Dinge muss ich noch tun für Gott. Das haben wir was annehmen. Und was von den Dingen sind nicht arg, was wir tun. Aber das ist, wenn wir uns auf die Dinge verloren tun, dem uns reich merken mit Gott. Dort, worum das arg ist. Und dann in Vers 3, Paulus sagt, wenn die was die Proben reich merken für Gott, durch in dieser Vers durch die Beschneidung, dann bist du verantwortlich, das ganze Gesetz nur zu tun. So, wenn es eigentlich in der einen Ding, die uns reich merken für Gott, wie sieht, was Jesus getan hat für uns um Kreuz, dann sind wir verantwortlich für das ganze Gesetz nur folgen. Als das nicht, das einem einfach die Ehren aufmerken, dort auch. Und, so, wenn ich mir auf ein Ding verlot, dann sind ich kurz verantwortlich, das ganze Gesetz nur zu folgen. In Vers 4, da sagt er, wenn jeder durch das Gesetz werden gereicht worden, dann habe ich ihn von Christus losgemerkt und sind von der Gnade aufgefallen. Keiner hat mal das Gesetz ganz neu gefolgt. So, wenn es mir auf ein Ding verlot, dann sind ich kurz verantwortlich für das ganze Gesetz nur folgen. Dann denkt einer so, keiner hat, ja, muss das ganze Gesetz neu gefolgt als bloß Jesus. Er hat dort ganz verfehlt.
Und das Schwinde ist mein Vertrauen auf unsere Zeit. Dann, der erste ist, wenn ich sage, ich will mir lieber ab meine eine Worte verloren. Und dann, das erste ist, wenn wir die Genur von Jesus tun, zu sie sagen. Dann dürfen wir den Schutz, was wir haben in der Gerechtigkeit in Christus, zu sie sagen, und wählen uns, dass wir wollen, wahre Selbstproben uns recht zu machen. Und dann denken wir, wenn wir reden von Weichvollen von Genur, dann denken wir an Menschen, die haben bloß große Sinnen begonnen. Als wenn sie dann sind aufgefallen von der Genur. Aber das ist nicht, was Paulus hier von reden wird. Er sagt, dass wir sind von Genur aufgefallen, wenn wir uns ab unter verloren, zum uns raten aus Jesus. Ich weiß nicht, dass wir einmal an das gedacht haben, aber das ist ein Ding, was uns kann sehr frei machen. Dort, wenn wir ab unter verloren, zum uns raten, dann haben wir Jesus seine Genur zu sie gesagt und denken so, wie kann das selbst. Und so, wo können wir in der Freiheit bleiben, wo Paulus hiervon redet? Für die Galater, das meint so viel, dass sie sollen fest bleiben, ja, die Lehrungen, die die falsche Lehrer da hineinbringen. Und für uns, das meint, dass wir sollen vorstehen, von, ja, in der Sinn, in der Legalism, das ist, von den Lehrungen, uns reich mit Gott, dass wir das selbst kennen, das sind falsche Lehren. Und wir sollen vorstehen, ja, in der Welt. Und so, kriegen wir, wo schwer wir proben, wir können nicht ja in diese Dinge stehen in unserer eigenen Kraft. Der Heilige Geist, der kann uns helfen, dass wir können vorstehen in uns Glauben und in der Freiheit bleiben, wozu Christus uns verhalten hat. Und hier ist das Ding, was uns ziemlich schwer ist. Wenn da kommen Lehrungen ab und die sagen, Jesus ist gut. Und aber die machst nach dort tun und die machst nach dort tun. Und so, wenn sie sehen, Jesus hat nichts für die zu tun, für die tun, dann wird das euer sein, dass wir das können sein, dass das eine falsche Lehre ist. Aber meist alle Lehren, die kommen dann und sagen, Jesus ist gut, aber danach dort. Und das wird so gefährlich ist. Wenn es das hier gereicht zu uns, aber wenn wir das eine Ding wollen im Denken haben, wenn das Wort bei tun, bei der Radung, dass ich in die kann ein Ding selbst tun, in der Radung, dann soll uns Fuß wird es die Augen aufgehen und sagen, das ist eine falsche Lehre. Wenn ich konnte nicht tun, was Jesus für mich getan hat. Und wenn wir dort glauben, was die falsche Lehre bringt, dann lädt uns das in die Sklaverei an, wo wir erst gewahr sind. Und so, Paulus hat hier wenigstens drei Dinge, drei Wege uns wiesen, wo wir können vorstehen in der Freiheit. Und Nummer 1 ist, dass wir sollen vorstehen in uns Glauben. 1. Korinther 16, Vers 13, das heißt, seid wacker, steht fest im Glauben, seid mutig und seid stark. Wir sollen uns nicht lassen, reden von jeder Lehre, die du verleihen kannst. Wir machen vorstehen in uns Glauben. Und dann Nummer 2, wir machen vorstehen taub, als glaubende Menschen. Taub werden für die Wahrheit, für das Evangelium. Philippa 1, Vers 27 sagt es, seid bloß du nur, dass jün Wandel mit Christus sein Evangelium stammt. Das ist interessant, wenn es, das bringt eine Wahrheit raus, dass wir machen uns wandeln, mit Christus sein Evangelium taub stammt. Nicht von uns Nuber oder von uns Geschwister oder von unseren Kindern, aber wir machen kicken, dass uns wandeln, dass mit Christus stammt. Und dann sagt Paulus, dass ob ich dann heimkomme oder wach blieb. Und das bringt mit der Wahrheit raus, dass heute sie sollen immer auf dem selben Weg leben. Nicht, wenn ich da ist, dann ein Weg leben, dann wenn ich wach ist, dann einen anderen Weg leben. Und dann sagt er, dass ich will, but du, okay, ich will noch einmal anfangen. Und dann sagt er, ich will von jünd hören, dass die im Jes Glück gesonnen sind. Heute will dass im Jes soll wie taub für das Evangelium, die Wahrheit von das Evangelium stehen und im Jes stehen. Und dann sagt er, dort jemand uns taub für den Glauben im Evangelium kämpfen daunen. Das ist ein Teil mehr, was das Wort gefällt in die Kirche, aber das ist nicht, dass wir daunen fährten für die Wahrheit von Evangelium. Und so, und dann Nummer 3 ist,
wie man feststehen im Herrn. Und uns Glauben verlässt sich ganz auf den Herrn von Anfang bis Ende. Philippa 4, Vers 1 sagt es dort. Du weh, liebe Geschwister, nur da ich mich bang, da meine Freude und meine Krauen sind, steht fest im Herrn, ich sie ihn Gott. Wir sollen feststehen im Herrn. Und dann Hebräer 12, Vers 2 sagt es dort, weil wie Jesus immer im Ehe holen. So, das meint, dass wenn wir Jesus, wenn wir unsere Ehe raufnehmen von Jesus und dass er unsere Rettung ist und dass er unsere Freiheit ist, dann stehen wir Fuß ab eine Stadt, wo wir uns Leichluten von anderen Lehrungen anreden. Und so, wir sollen unsere Ehe immer ab Jesus holen. Und dann, wir sollen immer, alles durch den Filter durchmerken von, was sagt Jesus und was sagt Gott sein Wort. Und dann sagt er, da den Glauben in uns angefangen hat und auch vorig merken wird. So, hier ist dort uns Glauben verlässt sich ganz ab Jesus von Anfang bis Ende. Und so, Jesus hat könnt, und dann sagt er, Jesus hat könnt Frieden haben, aber hinein dort Leben Tritt ab sich. Und die schon, so als wenn dort nicht wir und hat sich an die rechte Seite von Gott sein Thron durchgesagt. Wie wunderbar ist das? Das sagt, dass Jesus hat keinen Frieden haben, aber heute nimmt dort Leben Tritt ab sich. Heute nimmt dort ab sich, dass heute könnte Freiheit dort verdienen für mich und für die. Und dann, wenn dort eine Wurm wird wieder nach einmal proben, zum uns selbst die Freiheit zu verdienen, wenn der für uns mählich gemerkt hat. Und so, Paulus kann das sein, dass die galatischen Menschen waren Träger nur der Sklaverei und da wäre dass so viel von reden. Sie blieb in den Glauben stehen und blieb in der Freiheit stehen, was Jesus verdient hat. So, wir wollen eng mit dem Video für das Mal. Und dann das nächste Mal, weil wir die ewige Version, was Vers 6 vorig merken. Und so, Gottes Segen, wenn wir das mehrmals überlesen, durch die Werk, so dass wenn wir das Taub studieren, dann als uns das all so bekannt. Gott sein Wort ist recht. Und das wies uns, wo wir sollen leben. Und sein Wort wies uns, wo wir sollen in der Freiheit bleiben. Und so, ich freue mich, das nächste Mal kommt drei, und dann werden wir taub mehr Gott sein Wort studieren. So, ja, Dankeschön und Gottes Segen.